Choke rein, Zündung an. Und also hier könnt ihr jetzt schon mal vorab das fast fertige Motorrad sehen. Ich zeige euch das jetzt vor dem Video, weil ich euch die Chance geben möchte, Fragen zu stellen. Die könnt ihr gerne in die Kommentare reinschreiben. Das nächste Video, was dann folgt, ist ein Frage-Antwort-Video, also ein Q&A. Da möchte ich einfach gucken, welche Fragen habt ihr oder auch was interessiert euch an dem Motorrad. Dann kann ich euch die Fragen gerne beantworten. Also fleißig kommentieren, wenn ihr wollt auch gerne abonnieren und dann verpasst ihr das Video auch nicht. So, der Tag ist gekommen, ich versuche jetzt den Motor anzumachen. Dazu werde ich jetzt erstmal hier unten in diesem Loch hier, wo man nachsehen kann, wo der Motor steht, da werde ich erstmal 1 Liter Öl reinfüllen. Und dann werde ich noch oben in den Tank den Rest einfüllen. Es sollen 2,5 Liter insgesamt rein. Auf dieser Seite habe ich die Steigleitung, die habe ich schon gefüllt gehabt auch vorher und auch hier mit einer Spritze das Öl in die Pumpe reingedrückt. Den Deckel habe ich hier abgemacht, damit ich nachher blitzen kann. Und die Zündung stelle ich ja hier oben ein, über diese CDI mit einer kleinen Stellschraube, dass der genau richtig zündet und feuert. Dann werde ich hier mal Zündkerze rausholen und gucken, ob ich einen Funken bekomme. Und dann werde ich Sprit einfüllen und dann hoffentlich den Motor anbekommen. Hier steht es auch noch mal drin, Schmiermittel 20W40 oder 20W50. Andere Leute sagen, es ist scheißegal, was man reinkippt. Ich halte mich jetzt einfach nach den Werten hier. Ölwechsel 2 Liter, aber ich hatte ja eine Motormontage, das bedeutet 2,5 Liter Öl einfüllen. Ich werde jetzt 1 Liter hier unten einfüllen, 1,5 Liter da oben einfüllen und dann schauen, wie sich das Ganze so verhält. Hier ist das frische Öl, das kommt jetzt da rein und ich muss gucken, wie ich das filmen kann, weil ich habe irgendwie mein Stativ verlegt, das ist ein bisschen blöd. Wichtig ist auch immer schön den Lappen bereithalten, falls irgendwas runterläuft. Jetzt schauen wir mal, wenn ich das einfülle, ob der Motor dicht ist. Und der Liter ist drin. So, nach dem Öl einfüllen sieht erstmal alles trocken aus. Also es kommt auf die Schnelle jetzt schon mal nichts raus, das ist schon mal gut. Hier an der Ölabschlussschraube kommt auch nichts raus, hier Ölwanne. Scheint erstmal alles dicht zu sein. Ist natürlich spannend, wenn der ganze Motor mal warm wird. Dann dehnt sich natürlich alles, bewegt sich so ein bisschen. Aber schauen wir weiter. Jetzt werde ich hier oben noch die restlichen 1,5 Liter einfüllen in meinen schönen gesäuberten Tank. Gibt es ja auch ein Video dazu, da war ja recht dreckig. Dann, die habe ich hier vorne auch festgezogen. Dann ist hier noch eine kritische Stelle. Da könnte es auch undicht sein, aber ich habe ja alles nach Vorgaben und Drehmoment angezogen. Was soll da auch passieren? Ja, also ich fülle es mal rum ein. Thermometer raus, Lappen hin. Öl, ich habe jetzt erstmal nur 1 Liter reingefüllt, weil 1,5 war mir zu hoch hier an der Marke. Und das versuche ich jetzt hier schön reinzufüllen, ohne zu schlabbern. Zündkerze ist draußen. Ich habe jetzt mal geprüft, hier die Zündkerze auf Masse gelegt. Es kommt auch ein Funken, es dreht sich schön durch. Ich habe auch Öl im System und jo, jetzt wird eigentlich der nächste Schritt sein, hier ein bisschen Benzin reinzufüllen, damit das Ganze dann mal bumm macht. Ich habe jetzt hier oben mit der Spritze Sprit reingefüllt. Sieht auch so aus, als wäre der Vergaser dicht. Und dann können wir jetzt eigentlich den Choke reinmachen, Zündung an und das ganze Ding mal durchtreten und sehen, was passiert. So, ich bin gespannt. Zündung reinmachen, Zündung ist drin, Zündung ist an. Choke ist drin. besser als gedacht. Ich kontrolliere jetzt nochmal wegen Öl
und mache dann gleich nochmal einen Versuch. Geil, die ersten Lebenszeichen. Ich bin schon ein bisschen am Zittern. Schon geil, wenn der Motor komplett neu aufgebaut wurde und das Teil jetzt doch recht gut anspringt. Oh, ist schon gut warm. Cool. Wie gesagt, ich kontrolliere jetzt nochmal das Öl und dann lasse ich nochmal laufen und stelle die Zündung ein. Also hier oben war der Ölstand vorher niedriger, also es sieht so aus, als hätte er was hochgepumpt. Ist sehr schaumig. Muss wahrscheinlich so sein, ich weiß es nicht. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Dann versuche ich es jetzt nochmal. Auch cool war, dass mein Ausschalter direkt funktioniert hat. Ich musste nicht den Kerzenstecker abziehen. Und jetzt einen schönen Tritt. So, dann werde ich jetzt hier noch die Zündung abblitzen. Das kann man schön an dem Rad hier sehen. Da sind die verschiedenen Striche drauf. Wir haben hier eine Spätzündung 7 Grad vor OT oder eine Frühzündung von 24 bis 30 vor OT. Und also Standgas und natürlich Fahrbetrieb mit Fliehkraftregler, sonst den Kram. Ich stelle das jetzt mal im Standgas ein, hier an der CDI und blitze das mal ab. Anschließend prüfe ich noch, ob der Laderegler hier richtig funktioniert. Da werde ich mal an der Batterie die Spannung messen. Ich hatte noch einen anderen Punkt. Was war denn das? Ich gucke mal kurz nach. Ah genau, mir ist wieder eingefallen. Und zwar den Lambda-Wert kann ich einstellen noch. Kann ich eine andere Bedüsung machen. Ich habe ja hier eine kleine Buchse hier eingeschweißt in den Auspuff. Da habe ich ein Lambda-Messgerät, was ich anschließen kann. Und dann werde ich den vorgegebenen Wert hier entsprechend bedüsen und gucken auch im Fahrbetrieb dann später, wie sich der verhält, damit das perfekt eingestellt ist, das Ding. Dann könnt ihr jetzt fleißig unter dem Video eure Fragen stellen. Ich sammle die ganzen Fragen dann und werde sie alle versuchen im nächsten Video zu beantworten. Wenn ihr Lust habt, gerne das Video teilen, Kanal abonnieren und dann sehen wir uns im nächsten Video.